La mia dolce desdemona, anch'essa per voi disfolta da suoi sogni. Cassio non sei più capitana, oh mio trionfo, Jacoba nella città. Ich war immer sehr laut. Ich war extrem laut und habe schon in der Phase, als ich noch keine Worte sprechen konnte, schon immer wild gestikulierend und sehr laut gemacht. Und da gibt es eine sehr witzige Anekdote. Meine Mutter ist mit mir als kleinem Wuckerl im Kinderwagen in München in den Bus eingestiegen und ich habe also da wieder meine Volksreden gehalten. Und dann hat ein älterer Herr ganz trocken gesagt, das wird einmal der nächste Franz Josef Strauß. Also so viel Enthusiasmus war offenbar in meiner Rede ohne Worte. Also dieses Darstellen, dieses etwas herauslassen sozusagen von sich, das scheint schon ganz früh bei mir eine Rolle gespielt zu haben. Und ich habe eben, wie gesagt, mit 5 Jahren in den Kinderchor eingetreten und dann nie mehr aufgehört, mit anderen Leuten zu singen und Gesangsunterricht genommen, auch einfach erstmal aus Interesse, weil in der Schule kleine Solostellen anstanden und ich versuchen wollte, diese Kunst vielleicht ein klein bisschen besser zu beherrschen, als ich es da konnte. Hola, Herr Wien! Sono frei saraceni! Hola, turchesca rabbia in voi trasfusa! Weil Talent ist vielleicht da, also man hat eine schöne Stimme, man hat vielleicht musikalische Begabung. Aber wie man das nun macht, dass man eben beispielsweise, wenn man aufgeregt ist und nicht die ganze Zeit dann zittert und die Stimme dann auch macht, dass man ständig nachatmen muss, weil man vor lauter Stress außer Atem ist, dass man an den richtigen Stellen atmet, dass man die Phrasen richtig miteinander verbindet und so weiter. Es gibt so viele Stufen und sozusagen einzelne Schritte, die man machen muss, um zu dem zu kommen, was wir landläufig einfach Singen nennen und was vielleicht am Ende des Tages, das ist die Quintessenz, einem so geläufig sein muss, so unglaublich in Fleisch und Blut übergegangen sein muss, dass eben Singen auch eine der anderen Fähigkeiten sind, die wir tun, ohne darüber nachzudenken. Wir sprechen, ohne darüber nachzudenken. Wir atmen natürlich, ohne darüber nachzudenken. Wir laufen auch, ohne darüber nachzudenken. Wenn ich als Mensch mir für jeden Schritt überlegen müsste, Achtung, jetzt und hier, das geht gar nicht. Das ist einfach, das ist ein solcher Automatismus. Und genau so ein Automatismus muss Singen am Ende sein, denn dann habe ich die Freiheit, mich hinzustellen und ohne über Technik nachzudenken, einfach die Rolle interpretieren. Nessun dorma, nessun dorma. Pura principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma il mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà. Es ist ein bisschen was von beiden. Ich glaube, wenn man behaupten würde, es geht alles so mühelos, dass man es gar nicht merkt, das wäre verkehrt. Aus der Lebensfreude, die man durch diese Musik gewinnt, erweckt man nicht nur beim Publikum, sondern auch bei sich selbst den Eindruck, dass es alles
ohne jegliche Anstrengung funktioniert und passiert. In dem Moment, wo man dann einmal eine Pause macht, haben wir ja alle Musiker jetzt erlebt, spürt man erstmal, wie verbraucht in Anführungszeichen man ist oder wie man sich ausgelaugt fühlt und dann kommt man erstmal drauf, wie anstrengend das eigentlich doch ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass dieses Metier, dieses Genre einem so unglaublich viele Glücksgefühle beschert, wird man von einer Energiewelle nach der anderen getragen und hat das Gefühl, dass es alles von alleine geht. Aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Sì, sì. Dove ce l'hai? Guarda, lo puoi staccare il boom. Dobbiamo fare quando veniva i suoi, da ragazzino da ragazza, a portare. Es ist einfach so, ich bin unglaublich drin, ich bin wahnsinnig involviert sozusagen emotional, aber in dem Moment, wo es vorbei ist, ist es vorbei. Dann fällt das ab und dann ist man ein ganz anderer, nämlich ein Privater, und dann ist das, spielen die Emotionen eine untergeordnete Rolle. Natürlich ist es so, dass zum Beispiel ein Erfolg, großer Applaus und so weiter, das ist schon etwas, was einen noch pusht, und das Adrenalin wird noch Stunden im Blut bleiben. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach zum Alltag übergehen und ins Bett gehen, aber was die Tragik betrifft, es gibt ganz wenige Opern. Othello ist zum Beispiel eine Oper, wo ich feststelle, man kann nicht immer aussteigen, man kann nicht immer sofort sagen, so, alles gut, sondern da braucht man einen Moment, bis man, aber da reden wir von Minuten, nicht von Tagen oder Wochen. Also Method Acting ist in dem Fall Gott sei Dank nicht so, dass ich anschließend jetzt noch stundenlang spazieren gehe und das alles ausschwitzen muss. Nein, es ist, ich verstehe das Bild und ich kenne das natürlich seit Kindesbeinen an, sozusagen diese Idee, dass man da die Karriereleiter nach oben geht und dann oben in dem
wie auch immer, ob man es Olymp nennt oder keine Ahnung, oder auf den höchsten Höhen oder egal. Ich glaube, das Entscheidende ist ja bei einer Karriere, wie lange man da oben sich halten kann. Nicht, dass man früher oder später dahin kommt. Es gibt leider sehr viele, denen das gelingt, die also einmal ein bisschen von dieser Höhenluft schnuppern können, die aber sich nicht halten, weil was auch immer für Umstände sind. Ich finde das Bild deshalb sehr gut, weil man an diesem Bild auch sehr gut beschreiben kann, dass man diesen Weg schnell oder langsam gehen kann. Und je schneller man ihn geht, desto steiler geht es nach oben und desto weniger Halt, Fundament, Erfahrung eben sozusagen kann man auf dem Weg sammeln. Und umso schwieriger ist es dann, sich da oben zu halten. Je langsamer das nach oben geht, desto mehr weiß ich das vielleicht zu schätzen, wo ich mich befinde, und desto mehr weiß ich aber auch, womit ich mir das in Anführungszeichen verdient habe. Das heißt, ich kann wirklich auf einer relativ soliden Basis aufbauen, habe auch in den Schritten vorher vielleicht schon Höhenluft geschnuppert und gemerkt, wie das ist, wenn man plötzlich noch einen Schritt weiter nach oben kommt, wie stark einem da der Wind entgegenbläst. Und das alles hilft, glaube ich, sehr, sich da oben ja, zu Hause zu fühlen und ein Haus zu bauen. Confession, la prova, Ja, Glückseligkeit mit Schattenseiten, das ist natürlich klar, weil man muss auch liefern. Das ist jetzt nicht so, dass man sich auf seinen Lorbeeren ausruht und dann ganz egal, was man tut. Es wird alles verkauft sozusagen oder es wird einem alles abgenommen. Das geht nicht. Prova, oh, sulla tua testa s'accende precipiti e il fulmine del mio spaventoso coraggio si Auf der einen Seite natürlich toll, ich kann mir eigentlich alles aussuchen, ich kann sagen, ich singe heute hier und ich singe morgen da. Aber manchmal ist es auch einfacher, sich ins gemachte Nest zu setzen und einfach zu sagen, was, jetzt gibt's das, okay, mache ich. Ich konzentriere mich auf Singen und muss gar nicht so sehr mich um all das kümmern, was das Planen und Organisieren und die Schritte, die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge im Rahmen der Karriere betreffen. Dadurch, dass ich alles in der Hand habe, ist es natürlich auch mehr Arbeit und mehr Risiko, weil man selber diese ganzen Entscheidungen trifft und dementsprechend auch sich selbst hinterher hasst dafür, dass man wieder was Falsches ausgesucht hat. Aber das sind ja alles Peanuts im Gegensatz zu den Möglichkeiten, die man hat, das ist schon klar. Ich bin natürlich in der glücklichen Situation gewesen, dass ich ein Haus habe, in dem ich wohne mit meiner Familie, das einen großen Garten hat, das sehr schön gelegen ist, sodass allein schon der Hausarrest sich wie ein Urlaub anfühlt. Ich habe das zweite große Glück, dass ich mit meiner zweiten Frau noch mal ein wunderbares Kind bekommen habe, einen Nachwuchs. Dementsprechend war das eigentlich auch etwas extrem Positives, dieses Reduziertsein auf sich selbst, dieses sich besinnen. Es gibt sehr, sehr viele Kollegen in den verschiedenen Bereichen als Musiker, als Darstellender oder wie nennt sich das? Künstler im darstellenden Gewerbe ist, glaube ich, der Oberbegriff, die genauso wie ich über Monate unter diesem quasi erzwungenen Berufsverbot gelitten haben
und die noch weiter darunter leiden und viele werden nie mehr zurückkommen können, weil viele der kleineren Institutionen, die eben vielleicht gerade nicht so im Rampenlicht stehen, die nicht so viel Unterstützung vom jeweiligen Staat bekommen, die stehen am Rande des Bankrotts oder sind es bereits. Und wir sprechen auch von wirklich Glanzlichtern, was jetzt den Opernbetrieb betrifft, von denen ich nicht erwartet hätte, dass sie so eng kalkuliert haben, die nicht wissen, ob sie nach dem Ende des Shutdowns wieder aufsperren können und werden. Und das ist schon sehr traurig, weil etwas, was über Jahrhunderte gewachsen ist, was, wie Sie so richtig sagen, selbst in den schlimmsten Anstrengungen der beiden Weltkriege nicht unterzukriegen war. Im Gegenteil, es ist ja auch eine Kunstform, die es den Menschen ermöglicht, ein bisschen abzuschalten, ein bisschen diesen Alltag, diese Probleme, diese Ängste, diese Schwierigkeiten zu vergessen. Wenn diese Kunstform nun wegen so einem depperten Virus auf gut Deutsch quasi gänzlich verschwinden sollte, das wäre wirklich furchtbar. Auf Flügeln des Gesanges, Herzliebchen, trag ich dich fort, fort nach den Fluren des Ganges, dort weiß ich den schönsten Ort. Dort liegt ein rotblühender Garten im stillen Mondenschein. Die Lotosblumen erwarten ihr trautes Schwesterlein. Die Lotosblumen erwarten ihr trautes Schwesterlein. Der Eindruck täuscht nicht, die Kunst ist wirklich das Stiefkind in diesem ganzen Konstrukt. Das ist ganz klar, weil wenn man sich ansieht, in einem Flugzeug sitzen die Leute dicht an dicht, sie sitzen auch mitunter viele Stunden nebeneinander. Sie haben zwar alle eine Maske auf, aber sind auf sehr, sehr engem Raum. So zu tun, als ob das vollkommen normal wäre, dass die einen im Flieger sitzen und die anderen im Zuschauerraum nicht sitzen dürfen, das halte ich für wirklich bigott. Also, und die vielen, vielen Beteuerungen, die wir vor allem auch schon lange vor einer Corona-Krise immer wieder gehört haben, wie sehr uns Kultur doch wichtig ist. Und es ist wichtig, weil Kultur ist der Gips oder der Zement, mit dem eine Gesellschaft zusammenhält. Es ist die Sprache, die Geschichte, die Kultur. Was anderes gibt es nicht, womit sich ein Volk, wie man hoffentlich immer noch sagen darf, definieren kann. Und wenn man eine dieser drei Säulen wegbrechen lässt, dann brauchen wir die anderen auch nicht mehr letztlich. Sein questam plesso e sir in sensa. Es ist nie einfach, glaube ich, für jemanden so eine Stimmkrise oder eine Stimmschwierigkeit unbeschadet zu überstehen. Unbeschadet vor allem auf psychischer Ebene, weil man sehr, sehr eng mit dieser Stimme verbunden ist, weil man eigentlich all das Vertrauen braucht, um mit der Stimme in aller Gewandtheit vor Tausenden von Zuschauern umgehen zu können. In dem Moment, wo ich das Vertrauen in die Stimme verliere, ist es sehr schwierig, locker zu bleiben und ähnlich souverän zu agieren, wie das vor einem solchen Problem war. Dementsprechend wichtig ist es, dass man dieses Vertrauen nicht verliert. Ich verliere das Vertrauen nicht, wenn plötzlich die Stimme versagt, weil eben irgendein mechanisches Problem, also gesundheitliches Problem vorliegt, weil in meinem Fall beispielsweise ein kleines Äderchen auf einem Stimmband geplatzt ist und das dadurch eben schwerer war als das andere und sich nicht mehr so leicht bewegen ließ. In meinem Herzen,
Total. Ich meine, ich habe meine allererste Aufführung danach als Lohengrin in Paris gemacht. Ist nicht der ideale Einstieg, aber es ist eben nun mal der Kalender und irgendwo muss man wieder einsteigen. Und ich weiß noch genau, dass ich die erste Aufführung, ich sage immer, mit angezogener Handbremse gesungen habe. Das heißt, man hat sehr viel überlegter gesungen. Man hat jede Phrase gut platziert, immer genau darauf geachtet, bloß nicht zu viel zu machen. Und natürlich ist eine Stimme sehr belastbar und man kann im Laufe des Abends viele Momente haben, in denen man einfach über die Stränge schlägt, sozusagen. Das nimmt einem die Stimme nicht krumm. Wenn es zu oft passiert, ist es was anderes. Aber wenn man in so einer Situation ist, möchte man natürlich das vermeiden und möchte versuchen, möglichst nie an diesen Punkt zu kommen, wo ich sage, das war jetzt eine Spur zu viel oder da habe ich nicht aufgepasst, da habe ich nicht gut genug gestützt, da habe ich sozusagen meine Stimme nicht gut genug unterstützt. Das ist das Einzige, was passiert ist und das hat 2, 3 Aufführungen gedauert und dann hatte ich das Vertrauen wieder und dann, Gott sei Dank, seitdem, der Italiener sagt Tocca ferro, aber Holz geht auch, funktioniert es wieder einwandfrei. Sogleich wenn ich zur Freiheit, ins himmlische Reich, zur Freiheit, ins himmlische Reich, wenn ich zur Freiheit, ins himmlische Reich, zur Freiheit, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich, ins himmlische Reich. Also im Moment fühle ich mich sehr wohl da, wo ich bin. Ich habe festgestellt, dass ich auch sehr gerne lebe und gerade durch die Zeit von Corona hat man natürlich auch gemerkt, wie viel Schönes es gibt, was man mit seiner Zeit anfangen kann. Dementsprechend ist vielleicht die Tendenz etwas weniger Auftritte über die Saison verteilt, aber es ist sicherlich noch weit davon entfernt zu sagen, ich höre auf. Den Tag muss es geben, den Tag wird es auch geben, aber es gab ein paar Sänger, die das schon vor mir so gemacht haben, die haben nicht angekündigt, sie werden aufhören, sondern die haben plötzlich gesagt, das war übrigens meine letzte Aufführung, weil man, also erstens glaube ich, ist man unglaublich sentimental, wenn man weiß, jetzt ist es langsam an der Zeit. Für das Publikum ist es extrem tragisch und schwierig, die letzten Tickets noch zu ergattern. Aber das ist alles große Zukunftsmusik. Ich glaube aber trotzdem, dass es einen Zeitpunkt geben wird, an dem ich abtrete. Und es gibt andere Dinge, die mich beschäftigen. Ich habe viele Hobbys, die mir sehr viel Spaß machen. Aber es gibt auch Bereiche in der Musik, die mir noch Spaß machen würden. Das heißt, es muss nicht unbedingt der Opernsänger auf der Bühne sein. All das ist Zukunftsmusik. Für die nächsten 10 Jahre, glaube ich, sind wir in sicherem Fahrwasser. Und dann gibt es wahrscheinlich ein paar Jahre noch vielleicht etwas anderes. Und dann ist auch Schluss, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, bis 90 oder wie auch immer auf der Bühne zu stehen, weil irgendwann kommt der Punkt, wo man mit Sicherheit all das, was man über die Jahre erreicht hat, verspielt, weil man eben doch längst nicht mehr so leistungsfähig ist. Und gleichzeitig finde ich es auch traurig, wenn man damit ja signalisiert, dass man kein Leben außerhalb der Bühne kennt. Und das möchte ich mir eigentlich nicht nachsagen lassen. Namenlose Freude, nach unten